Brad Sieghart und Vashti Sieghart, ein Paar aus Kansas, das sich am Baja-Strand das Ja-Wort gab. Die Frischvermählten planten ein perfektes Leben. Sie zogen nach Kingman, kauften ein Haus und bekamen 2 Kinder. Beide hatten einen Job, den sie liebten, und eine gefestigte Karriere. Doch wie jedes Märchen fand auch ihre Geschichte ein Ende. Mit der Zeit entsprach die nach außen hin harmonische Beziehung nicht mehr der Realität. Die Eheleute stritten sich und versöhnten sich wieder, versuchten sogar eine gemeinsame Psychotherapie zu machen. Die Ereignisse in der Nacht zum 30. April 2011 setzten jedoch einen endgültigen Schlusspunkt unter ihre Geschichte. Brad und Vashti lernten sich bereits in der Schule kennen. Die junge Frau fiel unter ihren Freundinnen durch ihre Schönheit auf und ihr Freund war ein hervorragender Sportler. Sie liebten sich sehr und waren immer zusammen. Im Jahr 2004 heirateten sie und beschlossen, sich in Brads Heimatstadt niederzulassen. Alle Nachbarn hielten sie für eine vorbildliche Familie. Sie hatten 2 Söhne, den 4-jährigen Brandon und den 2-jährigen Bronson. Brad arbeitete als Hilfs-Sheriff und unterrichtete außerdem am Ausbildungszentrum für Strafverfolgungsbeamte in Kansas. Vashti baute eine erfolgreiche Karriere bei der Firma Cox Communications auf. Niemand in ihrem Umfeld zweifelte daran, dass sie eine wunderbare Familie waren. Doch die Probleme, die schon in den ersten Tagen ihrer Beziehung begonnen hatten, nahmen von Jahr zu Jahr zu. Brad versuchte schon früh, Vashti zu kontrollieren. Zunächst war es nur leichter Druck, doch mit der Zeit verstärkte sich sein herrischer Charakter nur noch. Er war eifersüchtig und verdächtigte sie des Fremdgehens, während Vashti versuchte, ihm in allem zu gefallen. Sie war eine gütige und fröhliche Frau, kümmerte sich um die Familie, respektierte ihren Mann und bemühte sich, den Frieden im Haus zu wahren, doch nach und nach verlor sie sich in der Ehe. Nach Aussagen ihrer Freundinnen hatte sie sich in den letzten Jahren stark verändert, war nachdenklich und zurückgezogen geworden. Später stellte sich heraus, dass Brad ihren Kontakt zu ihren Angehörigen einschränkte, da er sie mit niemandem teilen wollte. Vashti durfte ihre Verwandten nur anrufen oder treffen, wenn er nicht da war. Außerdem hatte Brad Einwände gegen ihre Arbeit. Vashti war eine fleißige Mitarbeiterin und blieb oft länger im Büro, was zu Konflikten zu Hause führte. Brad unterstützte ihre Karriereambitionen nicht, da er der Meinung war, dass er genug verdiente, um die Familie zu versorgen. Vashti sah das jedoch anders. Sie wollte unabhängig sein und zum Familienbudget beitragen. Außerdem gefiel ihr ihre Arbeit einfach. Die ständigen Spannungen in der Familie, die Arbeit und die Sorgen begannen jedoch, sich auf ihre psychische Gesundheit auszuwirken. Schließlich verfiel sie in eine Depression, die durch die vom Arzt verschriebenen Tabletten noch verschlimmert wurde. Brad war der Meinung, dass ihre Müdigkeit nach der Arbeit ihren emotionalen Zustand stark beeinträchtigte, doch es ist unklar, was ihre Psyche mehr belastete, die Arbeit oder die ständigen Streitigkeiten zu Hause. Vashti begann, einen Psychotherapeuten aufzusuchen und meldete sich im November 2010 für eine Paarberatung an, um die Beziehung zu ihrem Mann zu verbessern. Die Probleme in der Ehe verschärften sich jedoch nur noch. Vashti machte sich zudem Sorgen um ihr Aussehen. Ihr Gewicht nahm aufgrund von Hormonstörungen zu und die Ärzte verschrieben ihr spezielle Medikamente. Diese Medikamente hatten jedoch Nebenwirkungen: Müdigkeit, Reizbarkeit und Angstzustände. Möglicherweise verschlimmerte die Behandlung ihre Depression nur noch und führte zu negativen Gedanken. Trotzdem versuchte sie, dagegen anzukämpfen und nach vorne zu schauen. Einige Tage vor der Tragödie traf sie sich mit einem Anwalt und unterzeichnete die Scheidungspapiere. Vashti wollte das Sorgerecht für die Kinder erhalten, hätte aber deren Kontakt zum Vater unter einer Bedingung nicht verhindert. Die Treffen sollten in ihrer Anwesenheit stattfinden. Hinzu kam, dass Brad nicht nur Vashti, sondern auch die Kinder hart behandelte. Trotz ihres Alters bestrafte er sie für die kleinsten Verfehlungen, da er der Meinung war, dass er sie auf diese Weise zu echten Männern erziehe. Am 30. April 2011 um 3:57 Uhr morgens ging bei den Rettungsdiensten ein Anruf ein. Es war Brad Sieghart, der anrief und mitteilte, dass seine Frau Vashti das Haus in Brand gesteckt und sich das Leben genommen habe. Der Mann sagte auch, dass die Kinder im Haus waren, er es aber geschafft habe, sie zu retten. Er habe versucht, seine Frau herauszuziehen, doch die Flammen seien zu stark gewesen.
Als die Einsatzkräfte am Ort eintrafen, konnten sie niemanden mehr retten. Nachdem das Feuer gelöscht worden war, wurde im Schlafzimmer im 2. Stock die verkohlte Leiche einer Frau gefunden. Vashti lag auf der Seite, als würde sie schlafen. Brad erklärte, dass seine Frau ihn in der Nacht geweckt und ihn gebeten habe, die Kinder aus dem Obergeschoss zu holen. Als er hinaufging, sah er die Flammen und versuchte, seine Frau zu retten, schaffte es aber nicht. Nachdem die Polizei gerufen worden war, erzählte Brad, dass seine Frau in letzter Zeit in einem labilen emotionalen Zustand gewesen sei. Er vermutete, dass Vashti die Situation nicht mehr bewältigen konnte und das Feuer gelegt hatte. Sie hatten gerade am Vortag über eine Scheidung gesprochen und möglicherweise hatte dies sie zu diesem Schritt getrieben. Es blieben jedoch Fragen offen, warum sie die Kinder in Gefahr gebracht und warum sie das Haus zerstört hatte. Vashtis Angehörige waren überzeugt, dass sie dazu nicht fähig gewesen sei. Sie beschrieben sie als fürsorgliche Mutter, die ihre Kinder liebte und bereit war, um ihr Leben zu kämpfen. Ihre Schwester Caitlin behauptete, dass Vashti begonnen habe, Pläne für die Zukunft zu schmieden, einen Urlaub geplant habe und aktiv daran gearbeitet habe, ihr Leben zu verbessern. Die Ermittlungen gingen weiter und die Ermittler mussten klären, was hinter dieser Tragödie steckte. Ein Mord oder hatte Vashti sich das Leben genommen? Die Drohungen ihres Mannes hatten schon lange zuvor begonnen. Er war strikt gegen eine Scheidung und wollte Vashti nicht gehen lassen. Der Ehemann sagte, er könne ihr etwas antun und ihm würde dafür nichts passieren. Er war der Meinung, dass er es dank seiner polizeilichen Fähigkeiten so anstellen könne, dass alles wie ein Unfall aussehen würde und man ihm glauben würde. Die Ermittler zogen jedoch keine voreiligen Schlüsse und begannen, die zahlreichen Beweise in dem Fall sorgfältig zu untersuchen. Erstens fanden die Kriminaltechniker am Brandort viele interessante Hinweise. So stand beispielsweise neben dem Brandherd ein Kanister mit Benzin, was auf Brandstiftung hindeutete. Zweitens lag die Pistole, mit der die Verstorbene erschossen worden war, mit dem Lauf nach unten unter ihrem Körper, was viele Fragen aufwarf. David Fatty, leitender Spezialagent des Kansas Bureau of Investigation, erklärte, dass die Pistole auf den Boden gefallen wäre, wenn Vashti sich im Liegen erschossen hätte. Hätte sie gesessen, hätte die Waffe auf der rechten Seite liegen müssen, doch die Lage der Waffe war eindeutig ungewöhnlich. Noch mehr Fragen warf die Flugbahn der Kugel auf, doch die Experten brauchten Zeit, um alle Details zu klären. Außerdem fand man in Vashtis Tasche ein Notizbuch mit einem Abschiedsbrief, in dem sie schrieb, dass sie nicht mehr kämpfen könne und sich von ihrem Mann und ihren Söhnen verabschiedete. Sie bat Brad, sich um die Kinder zu kümmern und die Jungen stark zu sein und ihr zu vergeben. Vashti versprach, vom Himmel aus auf alle aufzupassen. Trotz der offensichtlichen Geschehnisse gab es in dem Fall viele Ungereimtheiten, als hätte jemand versucht, alles auf eine bestimmte Version hinzuschneiden. Die Behörden begannen, das Leben des Paares zu untersuchen und befragten das Umfeld. Die Familie Forrest erzählte, dass Vashti erst kürzlich die Scheidung eingereicht hatte und wenige Tage später nicht mehr da war. Alle wussten, dass Brad Druck auf sie ausübte, aber niemand glaubte, dass er zu so etwas fähig wäre. Alle dachten, dass die Scheidung lange dauern würde. Vashti hatte Angst, dass ihr Mann die Kinder mitnehmen würde, deshalb ertrug sie all das viele Jahre lang. Alle beschrieben Brad als verschlossenen und geheimnisvollen Menschen. Er hatte fast keine Freunde und seine Kollegen hielten ihn für arrogant. Er war das genaue Gegenteil seiner Frau. Schließlich war Vashtis Geduld am Ende und sie beschloss, sich zu trennen. Alle wussten, dass Brad wütend war, als er davon erfuhr und sogar ein Abendessen mit Freunden absagte. Er erklärte, er werde alles tun, um seiner Frau den Kontakt zu den Kindern zu verwehren. Eine solche Zukunft machte Vashti Angst. Deshalb nahm sie ihre Söhne und zog für eine Nacht zu einer Freundin, um ihrem Mann Zeit zu geben, sich zu beruhigen und sich an die neue Realität zu gewöhnen. Vashti hoffte, dass Brad seine Sachen packen und gehen würde, doch er blieb und erklärte, er brauche Zeit, um eine neue Wohnung zu finden. Seine Worte rührten ihr gutes Herz und sie beschloss, nach Hause zurückzukehren, in der Hoffnung auf eine friedliche Lösung des Konflikts. Doch bald darauf ereignete sich eine Tragödie. Als die Ermittler die Nachbarn befragten, erzählte eine Frau, dass sie in der Nacht des 30. April gegen 3:15 Uhr Knallgeräusche gehört habe, die sie geweckt hätten. Die Aussage der Zeugin weckte Misstrauen,
Da unklar war, warum Brad erst nach 42 Minuten den Rettungsdienst gerufen hatte. Brad war Polizist und wusste genau, dass diese Verzögerung zu einer Tragödie führen konnte. Außerdem hörten sich die Ermittler die Aufzeichnung von Brads Anruf noch einmal an. Seine Stimme klang kalt und gleichgültig, als wäre ihm alles egal. Anschließend sprachen die Ermittler mit der Psychotherapeutin, zu der das Paar ging. Die Fachfrau berichtete, dass Vashti wegen der Reaktionen ihres Mannes und seiner Drohungen sehr gelitten habe. Sie erzählte, dass Brad einmal gestanden habe, davon zu träumen, sie zu töten. Das hatte Vashti erschreckt, aber sie glaubte nicht, dass er zu so etwas fähig sei. Die Psychotherapeutin beschrieb Brad als Narzissten mit psychopathischen Neigungen. Die Ergebnisse der Obduktion zeigten, dass in Vashtis Lungen keine Spuren von Ruß oder Rauch zu finden waren, was bedeutete, dass sie vor dem Brand gestorben war. Immerhin, die Todesursache war eine Schussverletzung am Kopf, doch dies war nicht die einzige Verletzung. Die Ärzte fanden noch mehrere Verletzungen an Brust und Oberschenkeln, was für jemanden, der sich das Leben nehmen wollte, untypisch ist. Die toxikologische Untersuchung ergab, dass Vashti zum Zeitpunkt ihres Todes nicht unter dem Einfluss von illegalen Substanzen oder Alkohol stand. Brad wurde zur Vernehmung vorgeladen und war äußerst verärgert, da er nicht verstand, warum man ihn verdächtigte. Er versicherte, dass er seine Frau geliebt habe und ihren Tod sehr bedauere. Er sei nun allein mit 2 Kindern zurückgelassen worden und psychisch am Boden zerstört. Als er direkt gefragt wurde, ob er an ihrem Tod beteiligt sei, antwortete Brad, dass er sich etwas Besseres ausgedacht hätte, wenn er sie hätte töten wollen. Daraufhin wurde ihm entgegengehalten, dass er als Polizist gewusst habe, dass Feuer viele Spuren vernichtet. Brad rechtfertigte sich damit, dass er das Haus niemals in Brand gesteckt hätte, schon gar nicht mit den Kindern darin. Er beharrte darauf, dass die Drohungen gegenüber seiner Frau lediglich ein Versuch gewesen seien, sie zu erschrecken und zu verunsichern, aber körperlich hätte er sie nicht angefasst. Als er gefragt wurde, warum Vashti angeblich selbst das Feuer gelegt habe, gab er ausweichende Antworten. Er meinte, sie habe dieses Haus gehasst, aber niemand glaubte ihm. Brad behauptete, er sei in das Zimmer seiner Frau gestürzt, um ihr zu helfen, doch dafür gab es keine Spuren. Weder an seiner Kleidung noch an seinem Körper fand man Blut, Ruß oder Verbrennungen. Einige Tage nach Vashtis Tod fand ihre Beerdigung statt. Die Zeremonie wurde direkt vor dem abgebrannten Haus abgehalten. Zu der Beerdigung kamen Verwandte, Bekannte und mitfühlende Menschen. Alle trauerten um den vorzeitigen Tod der Frau und Mutter von 2 Kindern. Brandon und Bronson wurde gesagt, dass ihre Mama nun im Himmel sei. Die Jungen beteten, dass Gott sie zurückbringen möge. Diejenigen, die zur Beerdigung gekommen waren, sprachen nur Gutes über Vashti und erinnerten sich an ihren gütigen Charakter. In der Stadt verbreiteten sich Gerüchte und allen fiel es schwer zu glauben, dass sie ihre Kinder freiwillig in der Obhut ihres tyrannischen Mannes zurückgelassen haben könnte. Die Ermittlungen schritten zügig voran. Brads Kleidung, die er in der Nacht des Brandes getragen hatte, wurde zur Untersuchung geschickt und man fand Benzintropfen darauf. Dies wurde zu einem schwerwiegenden Beweis gegen ihn. Die Untersuchung des Laptops, der wie durch ein Wunder unbeschädigt geblieben war, ergab, dass vor dem Brand eine Suchanfrage darauf gestellt worden war, wie man Beweise beseitigen könne. Darüber hinaus ergab eine gründliche Untersuchung des Tatorts Spuren einer Brandstiftung. Auch Vashtis handschriftliche Notiz wurde überprüft und die Experten stellten fest, dass ihre Handschrift gefälscht war. Die Flugbahn der Kugel wurde eingehend untersucht und die Experten kamen zu dem Schluss, dass der Schuss aus einer solchen Entfernung abgegeben wurde, dass Vashti dies nicht selbst hätte tun können. Im Mai 2011 wurde Brad wegen Mordes an seiner Frau, Brandstiftung und Gefährdung des Lebens seiner Kinder verhaftet. 2 Jahre später begann der Prozess. Die Staatsanwaltschaft beharrte auf Brads Schuld und legte alle Beweise vor, die so eindeutig waren, dass bei den Anwesenden im Gerichtssaal kein Zweifel mehr bestand. Zu den Zeugen gehörten Handschriftenexperten, Ballistiker, Kriminaltechniker und ein Psychotherapeut. Connie Sudman, eine Familienberaterin, gab zu, dass Brad sie wenige Stunden nach dem Tod seiner Frau angerufen und die Tat gestanden hatte. Vor Gericht versuchte Brad sich zu rechtfertigen, indem er behauptete, seine Worte seien falsch verstanden worden. Nach zahlreichen Gutachten wurde klar, dass der Abschiedsbrief gefälscht war.
Schon am 29. April hatte Brad offenbar nicht vor, das Haus zu verlassen, aber nicht, weil er nirgendwo hingehen konnte, sondern aus einem anderen Grund. Er hatte etwas Schreckliches vor. In der Nacht des 30. April, als alle schliefen, nahm Brad eine Magnum-Pistole vom Kaliber 44, ging ins Schlafzimmer seiner Frau und schoss mehrmals auf sie. Dann zündete er das Haus an, holte die Kinder heraus und rief den Rettungsdienst. Der Staatsanwalt erklärte, das Motiv für dieses grausame Verbrechen seien Besitzgier und Rachegelüste gewesen. Die Geschworenen berieten sich 5 Stunden lang. Schließlich wurde der 37-jährige Brad für schuldig befunden und wegen Mordes zu lebenslanger Haft mit der Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung nach 25 Jahren, wegen Brandstiftung zu 5 Jahren und wegen Gefährdung des Lebens seiner Söhne zu 1 Jahr verurteilt. Brad zeigte sich äußerst unzufrieden mit dem Urteil und sagte den Geschworenen sowie dem Richter sogar, dass sie in die Hölle kommen würden. Später legte Brad Berufung ein, doch das Urteil blieb unverändert. Nach zahlreichen Gerichtsverfahren wurden die Kinder von Vashti und Brad in die Obhut von Kathleen Forrest gegeben. Der Grund dafür war, dass zwischen den Familien von Vashti und Brad ein erbitterter Kampf um das Sorgerecht für die Kinder entbrannt war. Letztendlich entschied das Gericht jedoch zugunsten der Familie von Vashti. Derzeit verbüßt Brad seine Strafe in einer Justizvollzugsanstalt außerhalb von Kansas. Er wurde dorthin verlegt, da ehemalige Strafverfolgungsbeamte in der Regel nicht zusammen mit den Straftätern untergebracht werden, die sie einst hinter Gitter gebracht haben. So endete tragisch die Geschichte einer Familie, die einst glücklich schien. Brad, der einst ein vorbildlicher Ehemann und Vater war, hat letztendlich alles zerstört, was er hatte. Seine Tat hinterließ eine tiefe Wunde, nicht nur in den Herzen seiner Angehörigen, sondern auch in den Seelen seiner kleinen Söhne, die nun mit der Erinnerung an das Geschehene leben müssen. Nach dem Urteil ging das Leben weiter, doch die Schatten dieses tragischen Ereignisses blieben lange bestehen. Vashtis Familie bemühte sich, die Kinder mit Fürsorge und Liebe zu umgeben, damit sie den Schmerz des Verlusts überwinden konnten. Doch die Zeit heilt nicht alles. Brad, der in seiner Gefängniszelle saß, konnte seine Schuld bis zum Schluss nicht akzeptieren und beschuldigte beharrlich seine Mitmenschen für sein Schicksal. Die Geschichte darüber, wie eine einzige Entscheidung und unbezähmbare Wut das Leben gleich mehrerer Menschen zerstören können, wurde für viele zu einer Mahnung. Was auch immer im Leben geschieht, es gibt immer eine Wahl. Nach einem friedlichen Ausweg zu suchen oder den Weg der Rache und Zerstörung zu gehen. Leider traf Brad diese Entscheidung viel zu spät. Diese Geschichte erinnert daran, wie wichtig es ist, auch in den schwierigsten Situationen seine Menschlichkeit zu bewahren und dass wahre Stärke nicht in der Kontrolle über andere liegt, sondern in der Fähigkeit, Liebe und Respekt zu bewahren, selbst wenn alles schief läuft. Niemand kann Vashti wieder zum Leben erwecken, aber ihre Erinnerung lebt weiter in den Herzen ihrer Kinder und all jener, die sie als gütige, strahlende und starke Frau kannten. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.